Hallo zusammen und willkommen bei So Halt. Heute werde ich meine Augenbrauen mit euch hier gemeinsam färben und dazu werde ich diese neue Farbe von Beautylash ausprobieren in der Farbe Dunkelbraun. Das ist jetzt eine ganz neue Formel, die habe ich zugeschickt bekommen. Danke Beautylash, ich bin so gespannt, wie sie angeht. Ich bin ja blond und jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wie wird dunkelbraun in meinem Gesicht aussehen? Wird es zu dunkel sein? Also man kann mit der Einwirkzeit spielen und kann da an der Farbintensität arbeiten und das werde ich jetzt auch ausprobieren. Bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe öfters schon Beautylash-Produkte gehabt. Schon mal ein Video dazu, auch schon mal was dazu erzählt auf jeden Fall. Und eine Zeit lang war das ziemlich rotstichig in der Farbe und das hat mir gar nicht gut gefallen. Die haben aber jetzt ihre Formel verändert und die arbeiten auch stetig daran, sich weiterzuentwickeln. Auch allein die Packung sieht jetzt ganz anders aus, als ich es von damals kenne. Es ist komplett vegan und wir haben jetzt hier einen Full-Brow-Effekt. Das heißt, die Zwischenräume werden ein bisschen mitgefärbt, also die Haut färbt sich ein bisschen mit. Da muss man natürlich besonders gut aufpassen, dass man nicht an falschen Stellen färbt. Dafür gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Augenbraue vorzeichnet, dass man die richtige Form gleich hat. Ich mache das mit dem Faden und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir mal hier oben, wie ich meine Augenbrauen exakt ausmesse. Das werde ich vorher jetzt machen, dass ich an der richtigen Stelle färbe, weil das Gesicht nicht von alleine so symmetrisch ist und da kann man ein bisschen nachhelfen, indem man halt die Augenbraue in die richtige Form färbt und danach auch zupft. Ich zupfe nie vorher. So, jetzt zeige ich dir mal den Umfang von diesem Set und dann legen wir auch gleich los mit dem Färben. Das ist das Färbeset Dunkelbraun. Ich weiß, ich habe zwar blonde Haare, aber ich habe gerne auch dunkle Augenbrauen. Deswegen passt es perfekt für mich. Hier sind 2 Farbtuben drin, Farbtube 1 und 2. Von jedem macht man sich einen Klecks hier rein und trägt die auch nacheinander auf. Das zeige ich dir jetzt gleich. Also erstmal das auftragen, einwirken lassen, abmachen. Dann das auftragen, einwirken lassen, abmachen. Man mischt die nicht, wie es bei manchen anderen der Fall ist. Die 2 Sachen sind auch noch im Set dabei. Die Stäbchen kennt man ja. Damit trage ich mir meistens die Färbefarbe auf die Augenbrauen auf. Aber das hier, wie so ein kleines Bürstchen, das hatte ich jetzt noch nie dabei. Das ist ziemlich cool. Und ja, das kennt ihr ja, Mascara-Bürstchen, also wenn man sich dann die Wimpern färbt. Mein Brow Mapping habe ich jetzt einmal durchgeführt, dass ich einfach meine perfekte Augenbrauenform schon mal vorgezeichnet habe. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch an manchen Stellen über die Augenbraue gemalt hat. Selbst wenn man das jetzt nicht mit Brow Mapping macht, dann sollte man aber trotzdem seine Augenbraue fettfrei reinigen. Dazu nehme ich einfach so ein Abschminkmittel, ein Reinigungswasser, das eben fettfrei ist. Und ich möchte jetzt natürlich nicht mein Brow Mapping direkt zerstören, sondern ich will ja die Form weiterhin sehen. Ich habe jetzt alle Grenzlinien gezeichnet, wie ich es auch in dem Video hier, das ich dir da verlinkt habe, wie ich es da gezeigt habe. Genauso identisch mache ich das immer und kann halt jetzt so wirklich dann gezielt färben. Genau, also diese Grenzlinien darf ich jetzt nicht mehr wegmachen. Ich gebe mir ein bisschen was von meinem Abschminkmittel hier auf ein Wattestäbchen und reinige die Haare im Inneren. Was man jetzt hier super schön sieht, dass meine Augenbraue zu lang ist. Die müsste ein bisschen weiter vorne aufhören. Das passiert immer. Ich merke das dann immer erst wieder beim Zupfen, wenn ich die Augenbraue gemappt habe. Und hier sieht man auch, ja, dass sie hinten einfach fülliger ausgemalt sein kann. Wenn ich mit dem Färben länger warte, als ich es jetzt getan habe, also wenn ich jetzt einfach noch 2 Wochen länger warten würde, dann würden die noch heller werden, meine Augenbrauen. Die sind nämlich genauso hell wie da am Haaransatz eigentlich. Es ist natürlich so, dass die schon gefärbt sind und nur da, das kann ich dir mal zeigen, nur da am Ansatz, wo sie rauswachsen, sind sie ganz blond. Aber das macht natürlich auch den Look kaputt. Deswegen muss man da auch immer nachfärben, wie wenn man Ansatz färbt an der Kopfhaut auch. Muss man auch da bei den Augenbrauen immer regelmäßig nachfärben. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass dieses Brow Mapping, wenn ich jetzt
färbe und dann die Farbe abnehme und so weiter, dass es dann zerstört wird. Aber man hat ja dann diese Form vorgegeben und kann dann einfach gezielt an den Rändern die Haare, die man nicht mitgefärbt hat, einfach direkt zupfen. Vorher zupfen würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil du durch das Zupfen natürlich hier die Haut beschädigst. Du hast dann kleine Verletzungen und Löcher in der Haut, wo dann einfach dieses Färbemittel eindringen kann. Das ist nicht ganz gesund, kann auch zu Entzündungen führen und deswegen immer zuerst färben und dann in Form zupfen. Wenn die Härchen jetzt schön sauber sind und auch trocken sind, das ist wichtig, dann können wir mit dem Färben beginnen und zwar mit der Farbe Nummer 1. Das ist das Color Gel. Und beim Color Gel kannst du die Farbe variieren, je nachdem, wie lange du dieses Color Gel drauf lässt. 30 Sekunden ist so das Minimum. Das werde ich machen, weil es dunkelbraun ist. Ich mag schon gerne braune Augenbrauen, aber ich will nicht, dass es zu dunkel rauskommt. Es ist auch hier einfach ein Experiment, das ich jetzt mit euch mache. Vielleicht wird es zu dunkel, mal sehen. Vielleicht kann man aber auch hier mit der Farbe spielen, dass es aber auch in mein blondes Gesicht gut reinpasst. Also 30 Sekunden als Minimum, dann trocken abnehmen und dann das Entwicklergel 1 Minute. Wenn du aber die maximale Farbpower haben willst und das Maximum rausholen willst, dann lässt du dieses Color Gel Nummer 1 2 Minuten einwirken, nimmst es trocken ab und lässt nochmal 5 Minuten nachtrocknen. Dann zieht das nochmal ein und trocknet nach und dann wird die Farbe hinterher noch intensiver. Und ich mache jetzt eben genau das Gegenteil. Ich richte mir auch schon mal den Handy-Timer her auf 30 Sekunden und werde jetzt die Augenbrauen einzeln nacheinander färben. Dadurch, dass die Zeit so knapp ist und ich nicht möchte, dass es zu lange einwirkt, muss ich schnell sein. Aber es ist trotzdem genial. 30 Sekunden plus 1 Minute und das Ganze mal 2 sind 3 Minuten und dann habe ich gefärbte Augenbrauen und bin fertig. Das ist halt wahnsinnig schnell. Andere Färbemittel dauern länger. Color Gel 1 ist startklar und die Zeit läuft. Ich fange an, hinten aufzutragen, weil da, wo es länger einwirkt, habe ich natürlich dann auch die intensivere Farbe und das ist schöner, wenn es hinten dunkler ist als vorne. Dann büsche ich das mit der anderen Seite so noch ein bisschen durch, dass es auch überall am Ansatz hinkommt. Und Zeit ist schon um. Ich bin langsam. Es geht schon weiter mit dem Entwicklergel, das ich jetzt 1 Minute drauf lasse. Ich habe jetzt erstmal auf 30 Sekunden gestellt, weil ich den Timer einfach schon drin hatte. Ich versuche exakt in der Form zu bleiben. Nehme ich vorne schon mal ab und schaue nach, wie es ist. Okay, ich nehme alles direkt ab. Es ist schon sehr dunkel geworden. Cool, aber das Ergebnis gefällt mir jetzt gut. Aber Entwicklergel, 30 Sekunden reicht völlig. Gut, dass ich den Timer jetzt so gestellt hatte. Also das Entwicklergel, das nimmt man eben mit einem wassergetränkten Wattepad ab. Das zeige ich dir jetzt nochmal vom Nahen. Und kontrolliere mal meinen Ansatz. Ja, wunderbar. Schön mitgefärbt. Ich habe auch alle Haare erwischt. Und das Schöne dabei ist, die Haut, siehst du, die ist mitgefärbt geworden. Und ich bin schön in meiner Form geblieben. Habe mir also schön, wie mit Microblading, habe ich mir eine schöne Augenbrauenform hier hingemalt. Die Haut wird natürlich nicht so lange gefärbt bleiben wie die Augenbrauen als solches, aber es geht so schnell, das kann man einfach dann auch alle 2 Wochen wiederholen. Ich habe es, muss ich jetzt gestehen, vor 4 Wochen das letzte Mal gemacht, deswegen ist die Haut auch komplett nicht mehr mitgefärbt.
Ich wollte aber natürlich, dass du jetzt hier in dem Video das maximale Ergebnis sehen kannst, also einen maximalen Unterschied. Normalerweise, nachdem ich das Video jetzt auch abgedreht habe, kann ich öfters nachfärben, damit die Haut schön gefärbt bleibt und der Ansatz von den Augenbrauen nicht so weit rausgewachsen ist, dass sie dann nicht blond aussehen. Ich mag das nämlich so, wenn sie wirklich schön eine dunkle Farbtönung haben. Und du siehst auch, wenn ich weiter weggehe, ist natürlich die gefärbte Augenbraue macht viel mehr aus dem Gesicht und rahmt es viel schöner ein als die andere Seite. Finde ich einfach. Also das mag ich gern. Und es geht gleich weiter mit Augenbraue rechts, Nummer 2. Farbgel, also Color Gel ist schon bereit. Timer starte ich jetzt. Und das Gel trage ich auf, wieder hier beginnend von hinten. 30 Sekunden sind echt zu wenig. Ich muss mich regelrecht beeilen, dass ich es schaffe, alle Haare bis dahin zu erwischen. Aber das ist cool, dass es so schnell geht. Vorne wieder zum Schluss erst. Und ich kämme noch einmal. Und gleich weiter mit dem Entwicklergel. Stäbchen muss man sauber machen, das ist ganz wichtig. Entwicklergel von hinten aufgetragen. Hier aufpassen, in der Form zu bleiben. Ich strenge mich an. Die andere hat ja ganz gut geklappt. Aber ich gebe zu, es ist schwierig. Mit einem Wattepad nacharbeiten. Und 30 Sekunden sind schon rum. Nasses Wattepad und von vorne beginnend nach hinten abziehen. Einfach, dass ich vorne zuallererst die Farbe wegnehme. Deswegen beginne ich von vorne. Vorne zuletzt und vorne zuerst. Sind die jetzt gleich? Ja. Farbtönung habe ich relativ gleich hinbekommen. Augenbrauendicke nicht, meine Freunde. Die ist viel zu dünn geworden hier. Da gehe ich jetzt nochmal nach. Ei. Ja, ich werde sie mir jetzt hier noch ein bisschen verdicken. Dicker malen mit der Farbe. Das gefällt mir so nicht ganz, das ist nicht ganz symmetrisch. Und das kannst du natürlich dann auch machen. Und wenn du beispielsweise das zu kurz drauf lässt und danach feststellst, also das ist überhaupt nicht die Tönung, die ich haben will, ich hätte es viel lieber dunkler gehabt, dann kannst du den Vorgang auch einfach wiederholen. Du machst nochmal 30 Sekunden, dann hast du ja insgesamt 1 Minute es drauf gehabt und dann hast du eine intensivere Farbe. Und ich mache es jetzt eben, und da muss ich jetzt aber gut aufpassen, dass es dann nicht zu dunkel wird, dass ich jetzt nur an den Stellen das wiederhole, wo ich noch gar nicht dran war. So, meine Augenbrauen sind fertig gefärbt. Durch meine Aktion hier nochmal nachzumalen, ist die jetzt wirklich ein Tucken dunkler geworden. Also seid da ziemlich vorsichtig. Ich finde, es geht gerade noch. Also der Unterschied ist jetzt nicht so drastisch, aber schon Tucken. Da kann ich aber nachhelfen, wenn ich jetzt ein Augenbrauengel verwende, das ein bisschen heller ist, so wie das hier. Dann gleicht sich das wieder ein bisschen an. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Farbgebung. Also die ist echt perfekt geworden. Und hier, ja, da habe ich ein bisschen gepfuscht. Also lasst euch da nicht stressen, die Zeit ist äußerst kurz, die das einwirken darf, wenn man es nicht so mega dunkelbraun haben will.
Jetzt werde ich sie noch einmal zupfen und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn sie komplett fertig sind. Jetzt sind meine Augenbrauen auch fertig gezupft, also das ging sehr, sehr schnell, weil ich die Form ja schon fertig hatte und jetzt nur noch außenrum die Haare, die hell waren, also wirklich sehr hell, noch nicht gefärbt, die musste ich jetzt einfach nur wegzupfen, also deswegen geht es super einfach. Hier habe ich wirklich ein bisschen Mist gebaut und ich rate euch jetzt nach dieser Erfahrung, geht kein zweites Mal drüber, wenn ihr an der Helligkeit jongliert habt. Denn ich denke, dadurch, dass hier die Haut schon mit diesem Colorgel in Berührung gekommen ist, und ich hatte es ja nicht richtig abgewaschen oder so, sondern nur mit einem feuchten Wattepad abgewischt, war da wahrscheinlich noch was drauf. Und hier ist es mir jetzt an der Ecke hier wirklich viel zu dunkel geworden. Ich bin da jetzt ein bisschen mit Concealer drüber und habe versucht, es abzudecken. Aber der Rest ist echt gut geworden. Ich bin zufrieden und kann euch guten Gewissens dieses Färbemittel weiterempfehlen. Es hat überhaupt keinen Rotstich mehr. Ich bin positiv überrascht von der neuen Farbtönung. Also es ist wirklich ein schönes, aschiges Dunkelbraun und nichts mit Rot. Auch nicht auf der Haut wird es rot. Ich komme noch mal ein bisschen näher ran und zeige es dir doch noch mal, dass es auf der Haut wirklich so ein ganz, ganz schöner, aschiger Braunton geworden ist. Das ist wirklich toll. Ich finde, das ist immer die größte Gefahr oder das, wovor ich am meisten Angst habe, wenn ich eine neue Augenbrauenfarbe ausprobiere, dass die Farbtönung nachher rotstichig wird. Ich hasse das. Gut, und damit sind wir mit dem Video am Ende angekommen. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben und bin jetzt super gespannt, wie du das Ergebnis findest. Würdest du dir diese Farbe auch auf deine Augenbrauen machen? Hättest du es noch dunkler gemacht oder hättest du es lieber ein bisschen heller gemacht? All das interessiert mich jetzt. Schreib es mir in die Kommentare, lass uns mal drüber diskutieren. Ja, und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du Abonnent meines Kanals wirst und mit mir in Kontakt bleibst und nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.